Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Moin Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute geht es um die Bemalung der Miniaturen. Wir haben ja soweit alles abgearbeitet, was in der Box drin ist. Haben alles gebaut, haben die Fahrzeuge schon bemalt und gebaut und sind jetzt am letzten Step, sprich haben noch die Miniaturen zu bemalen, und das wollen wir heute mal klären, wie das funktioniert. Ja, dann wollen wir mal zusehen, wie wir das hinbekommen, von einem schönen Einheitsgrau die Miniaturen entsprechend mit ein bisschen Farbe zu versehen. Ja, und damit ihr schon mal eine Vorschau habt dafür, werde ich euch mal hier kurz die Miniaturen im fertigen Zustand schon mal einblenden. Das sind die fertigen Miniaturen, wie wir sie am Ende dann haben werden. Jetzt am Maltisch, wie wir gerade schon besprochen haben, wollen wir heute 4 Figuren bemalen. Dementsprechend habe ich hier einfach mal hier aufgebaut. Sie sind auch verschieden grundiert, das heißt, diese Figur hier ist mit einer Sprühdose grundiert. Die Figur hier ist per Hand in einem anderen Video ja schon grundiert worden. Da habe ich einfach eine entsprechende schwarze Grundierung benutzt, die für den Pinsel gedacht ist und entsprechend aufgetragen. Diese Figur hier, der Anti-Tank-Rifleschütze, den habe ich einmal per Hand mit einer Grundierung bepinselt, und die Figur hier, die habe ich zweimal mit einer Grundierung behandelt. Das heißt, ich will einfach auch mal bei dem Malprozess gucken, was die unterschiedlichen Grundierungen für Effekte haben. Dementsprechend haben wir praktisch ein Bemaltutorial und schon so einen kleinen Test. Muss ich mir eine Sprühdose kaufen? Muss ich eine Airbrush haben? Okay, eine Airbrush-Figur haben wir jetzt nicht dabei, aber einfach nur, um zu schauen, so ein bisschen, wie sorgfältig muss ich grundieren, damit es funktioniert. Abriebfest sind jetzt alle 4 Figuren, auch egal ob ein- oder zweimal grundiert. Die Sprühdose ist natürlich extrem fest, das funktioniert ziemlich gut. Hier haben wir natürlich noch eine Miniatur, die aus Metall ist. Dementsprechend schauen wir mal, wie das alles hält. Genau. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich euch jetzt erstmal die Farben vor, die wir für die Sachen benötigen, und dann machen wir den nächsten Schritt und grundieren alle Figuren in den Grundfarben. Dabei brauchen wir noch nicht so großartig aufpassen, sondern können relativ grob vorgehen. Da werde ich auch einen relativ großen Pinsel benutzen. Zum Grundieren benutze ich dann meistens hier so einen relativ großen flachen Pinsel. Das ist jetzt ein 10er, einfach hier aus der Da Vinci Junior Serie, im Grunde genommen. Ich hätte fast gesagt ein Schulpinsel, aber ja, bisschen mehr Qualität hat er schon, das merkt man, weil man die auch ganz gut sauber machen kann. Ja, dann würde ich sagen, auf zu den Farben. So, kommen wir zu den Grundfarben, die auch in dem entsprechenden Booklet von der Gentleman at Warbox drin sind. Die habe ich natürlich extra ausgewählt, damit das 1:1 die Bemalung wird, die Warlord hier auch vorschlägt. Man kann da natürlich alternative Farben benutzen, nur ja, der Vollständigkeit halber habe ich mir die richtigen Farben natürlich besorgt, damit ihr entsprechend auch wisst, womit wir es hier zu tun haben. So, als Grundfarbe, ich muss mir mal eben das Buch dazu holen, damit ich das sehe, weil leider kann ich jetzt die Farben andersrum nicht mehr lesen, weil ich ja dahinter sitze. Dementsprechend lese ich das mal eben von dem Booklet ab. Wir haben als Grundfarbe Yellow Green, damit wird die Uniform entsprechend bemalt. Ihr müsst nicht unbedingt Yellow Green nehmen, ihr könnt ein helleres Grün nehmen, sollte halt nur so ein bisschen beige grün sein. Das kann gerne heller sein, dunkler würde ich es jetzt nicht vorschlagen, weil die Sonne es eher ausbleicht. Also im Original, also wenn ihr neue Uniformen machen wollt, ist das tipptopp.
Man kann natürlich hinterher mit ein bisschen Dreibraschen entsprechend nachhelfen, aber das zeige ich euch entsprechend, dass das dann etwas älter aussieht. Ich habe auch schon ein paar Figuren vorbereitet, die kann ich auch gleich nochmal kurz in die Kamera halten, damit ihr seht, wo es hingeht. Danach haben wir für alles, was Metall ist, entsprechend hier das Green Ochre von Vallejo Model Color, das ja, im Grunde genommen auch 1:1 so aufgetragen wird. Ja, ich zeige mal eben eine Figur, die im Grunde genommen, ja, wie ihr seht hier, der Helm entsprechend bemalt wird und hinten der Kanister von der Gasmaske. Dementsprechend habt ihr dafür alle Zubehörteile, natürlich die Figuren, die Farbe. Danach benutzen wir für alle ledernen Sachen Flat Brown von Vallejo als Hautfarbe. Setzen wir Tanned Flesh ein von The Army Painter. Danach gibt es für alle Holzteile das German Camo Medium Brown. Wie gesagt, auch da könnt ihr andere Farben benutzen, wenn ihr schon welche habt. Sollte halt abweichen von der Lederfarbe. Dementsprechend ein etwas helleres Braun, weil man das hinterher sonst noch ein bisschen nachdunkelt. Alle Metallteile werden entsprechend mit Gunmetal von Army Painter bemalt. Das ist auch der Vorschlag hier in dem Pamphlet. Und die Farbe Canvas ist für den Brotbeutel und einige andere Sachen da, wie die Gamaschen zum Beispiel. Das ist ja ein entsprechender Baumwollstoff, der grün eingefärbt ist. Das musste ich tatsächlich auch über Umwege besorgen, weil das gar nicht so ohne weiteres bei jedem Händler verfügbar ist, dummerweise. Die haben zwar immer die Model Color Reihe, aber einige Händler haben die Panzer Aces Farben entweder im Moment nicht oder nicht da oder halt gar nicht im Programm. Dementsprechend musste ich da echt hinterherjagen. Ja, das sind die Grundfarben, die in dem Booklet für die Deutschen drin sind. Das ist nicht ganz das, was ihr benötigt, weil man braucht leider noch mehr. Die Bajonett-Messerscheide zum Beispiel ist eigentlich in schwarz gehalten. Dementsprechend habe ich hier nochmal das German Grey, was ich immer einsetze, zusätzlich. Ich benutze die Grundfarbe der Engländer, das Dark Sand, auch nochmal ganz einfach, um die Figur hinterher etwas, ja, die Uniform etwas abgetragen zu machen mit der Dreibrasching-Technik. Ganz wichtig sind dann natürlich entsprechend die Tinten. Der Quick Shade von Army Painter, den habe ich hier in zwei verschiedenen Tönen im Einsatz. Für alles außer die Metallteile habe ich den Softtone benutzt und für die Metallteile habe ich zum Nachdunkeln den Darktone benutzt. Ihr seht, der ist auch schon ziemlich alt und benutzt, dementsprechend passt das schon. Und was ihr noch zusätzlich braucht, ist definitiv eine blaue Farbe. Die Figuren haben zum Großteil, oder was heißt zum Großteil, ich sag mal die Hälfte der Figuren, haben Brillen oben auf den Helmen, auf den Hüten oder am Hals hängen. Dementsprechend, ich habe das ja immer ganz gerne comicartig, mache ich natürlich die Brillengläser in einer blauen Farbe. Dementsprechend muss man auch das hier mit der blauen Farbe dann grundieren. Das sind so die zusätzlichen Farben, die ich noch benutze bei der Bemalung, weil mir die Grundfarben an sich nicht ausreichen. Wenn ihr natürlich anfangt zum Spielen, braucht ihr im Grunde genommen wirklich nur hier im vorderen Bereich die Farben. Dann missachtet man halt, dass diese Messerscheide in schwarz gehalten ist eigentlich oder in einem sehr dunklen Farbton. Dementsprechend braucht man dann auch die Uniform nicht verwittern mit einem hellen Gelb. Man braucht die Tuschen nicht und die Brillen, ja gut, dann malt man die halt komplett irgendwie an, ohne dass man da ein Glas reinsetzt. Da finden sich schon Wege. Hauptsache ihr habt erstmal Grundfarbe zum Spielen drauf
weil mit farbigen Figuren macht es immer mehr Spaß. So, das waren die Farben für die Deutschen. Und jetzt baue ich schnell die Farben für die Engländer auf, die sich zum Teil überschneiden. Und dann bin ich gleich wieder da. Als nächstes kommen wir zu den Farben für die Tommys. Hier das altbekannte Ten Flash, entsprechend, damit wir die rote Haut darstellen können. Dann Iraqi Sand, damit werden so Sachen gemacht wie die Gamaschen. Dann Dark Sand, damit wird der Kampfanzug gemacht und die Helme, die haben also die gleichen Farben. Die Socken werden gemacht zum Beispiel in English Uniform. Metall für entsprechend die Metallteile. Dann haben wir Khaki. Alle Zusatzsachen wie zum Beispiel der Rucksack und das ganze Geschirr wird entsprechend in einem Khaki-Ton gemacht. Der ist nicht unähnlich im Grunde genommen wie das Canvas, nur dass es ein kleines bisschen heller und ja, im Grunde genommen hätte man dies auch für die Deutschen nehmen können, aber das ist egal. Wir haben da jetzt extra was. Gut, dann werden wir wieder das German Camo Medium Brown benutzen für die ganzen Holzteile. Das heißt, das Bajonett ist, glaube ich, in der Holzscheide, soweit ich das weiß, ist jedenfalls überall immer braun dargestellt. Kann natürlich auch Leder sein und entsprechend natürlich die Waffen, die aus Holz bestehen, sprich die Gewehre. Ja, als Dreiwaschfarbe benutze ich natürlich hier diesmal nicht Dark Sand, weil die Uniform selber schon aus Dark Sand besteht. Dementsprechend habe ich einfach mal ein reines Weiß benutzt. Falls man mal ein schwarzes, nein, nicht falls, sondern man braucht die schwarze Farbe für die Schuhe. Dementsprechend benutzen wir die auch. Die steht leider nicht in der Liste mit drin. Dementsprechend ja, fehlt das hier. Und auch wieder der Softtone und der Darktone. Darktone entsprechend auch wieder nur bei den Schuhen und bei den Metallteilen. Genau, damit habt ihr hier eine Farbe weniger, weil ich keine Brillen bei den Engländern verbaut habe und ich weiß auch gar nicht, ob die Brillen in den Gussrahmen haben, aus dem Kopf jetzt. Müsste ich nachgucken, aber werdet es schon selber merken. Genau, entsprechend wären das die Farben für die Engländer. Also auch eine überschaubare Menge. Damit kriegt man schon sehr gute Effekte hin. Und ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir jetzt gleich mit den Grundfarben an. Ich werde direkt alle 4 Miniaturen in den Grundfarben dann bemalen. Sprich die Engländer in dem Dark Sand und die Deutschen in dem Yellow Green. Sämtliche Farben schreibe ich euch auch noch unten in dem Beschreibungstext, damit ihr auf alle Fälle da auch einen Einkaufsführer habt und euch entsprechend mit dem Zeug versorgen könnt. Es gibt auch diverse Malsets, mit denen kommt man auch zurecht. Von Vallejo zum Beispiel gibt es auch ein ganz gutes Farbset für den Anfang. Das hatten wir euch schon mal irgendwo vorgestellt. Da sind entsprechend für beide Parteien Farben drin, die man benutzen kann. Aber auch da braucht man so ein gewisses Grundset noch dazu. Ja, ein Schwarz, ein Blau und sowas, das sind so Farben, die müsst ihr euch so oder so mal irgendwann zulegen. Für den Start reicht das natürlich, dann habt ihr eigentlich ausreichend Farben. Aber auch das ist ja schon eine entsprechende Investition. Zwischen 2,50 und 3 Euro, glaube ich, kosten mittlerweile Farben. Immer so den Dreh. Dementsprechend, ja, auch hier seht zu, dass ihr entsprechend günstig einkauft. Wo wir von günstig sprechen, könnt ihr natürlich auch nochmal als Hinweis gerne beim Taschengelddieb nochmal vorbeischauen, der uns ja entsprechend die Miniaturen zur Verfügung gestellt hat für dieses Projekt. Ja, das wäre es dann auch schon soweit und dann sehe ich zu, dass ich schon mal die Farben auf die Miniaturen bekomme. Bis gleich. So, fangen wir mal an, die Grundfarben anzumischen. Natürlich immer schön schütteln. Dementsprechend, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn die Farben neu sind, die gut aufzumischen.
Es gibt da so kleine Kugeln, die man reinmachen kann, die nicht rosten. Die kann man sich zulegen. Oder man kauft sich im Baumarkt einfach kleine Muttern, die nicht rosten. Also die gibt es ja in Edelstahl. Und da kriegt man schon mal 100 Stück für ein ganz kleines Geld, die im Endeffekt billiger sind als die Kugeln, wenn man die im Fachbedarf kauft. Die könnt ihr, wenn ihr die entsprechend offen macht, müsst ihr nur gucken, dass die halt relativ klein sind. Ich sag mal so M5 oder sowas müsste reinpassen in den Hals. Das dann einfach oben hier in die Tropperbottle rein. Und damit kann man genauso gut durchmischen. Das habe ich auch schon gemacht. Ja, was ich jetzt einfach mache, ist im Grunde genommen hier einmal das Dark Sand. 2 Tropfen. Zack. Farbe, jetzt habe ich schon in der Blase drin. Rein. Und auf der anderen Seite mache ich das gleiche, gleich mit dem Yellow Green. Das lasse ich nur jetzt hier stehen. Und was ich dann immer mache, ich habe hier gutes altes H2O, habe eine Pipette, wenn ich sie finde, und verdünne die Farbe erstmal mit einem Tropfen Wasser. Was immer ganz wichtig ist, halt die Farbe nicht direkt so stur aus dem Fläschchen zu benutzen, weil meistens diese Farben zu dick sind. Ich muss jetzt mal leider hier mit beiden Fingern dran, sonst rutscht mir das weg. Ihr seht, das wird gleich relativ flüssig, aber das ist gut so, weil ihr wollt ja die ganze Figur einfach damit einsauen, hätte ich fast gesagt. Nein, bepinseln, und dementsprechend möchtet ihr ja nicht, dass die Details zugeklatscht werden mit der Farbe. Wenn man die wirklich aus der Flasche nimmt, sind die meistens zu dick und kann man so nicht auftragen. Da kann es auch genauso wie bei den Fahrzeugen natürlich passieren, dass ihr die mehrere Male auftragen müsst. Dementsprechend immer eine Schicht drauf machen, nie zu dick auftragen und dann lieber noch 2-mal oder 3-mal hinterher gehen, bevor das entsprechend in die Hose geht. So, und was ich dann natürlich mache, ihr seht, hier ist mir die Figur leider schon einmal runtergefallen, dementsprechend leider ein kleines bisschen lediert. Und das Einzige, was ich mache, ist die komplette Miniatur einmal in der Farbe einpinseln. Genau. Das mache ich jetzt einfach und dann schauen wir mal, wie das gleich deckt und ob wir da vielleicht noch mal dran müssen. Alles klar. Wenn ich mit der Figur fertig bin, dann schauen wir uns die mal an und ja, mehr ist das nicht. Und werden gemeinsam mal entscheiden, ob wir eine zweite Schicht auftragen müssen. Die erste Grundierung ist durch. So, wenn wir uns den Offizier angucken, der hatte ja eine weiße Sprühgrundierung. Da hat die erste Schicht definitiv super gedeckt. Da würde ich sagen, passt, fertig. So, wir sehen uns den zweiten Soldaten an. Der hatte ja eine schwarze Grundierung drunter. Die hat natürlich gar nicht so gut gedeckt, wie wir sehen. Dementsprechend, ja, hier müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen nachbessern. Der bekommt definitiv eine zweite Schicht. Der bleibt also hier im Töpfchen. Oh, den Offizier stelle ich mal zur Seite. Ja, den 2-mal grundierten deutschen Soldaten, wie ihr seht, das hat eigentlich auch ganz gut gedeckt. Da würde ich mich jetzt nicht beschweren. Der ist noch ein kleines bisschen fleckig, aber da muss ich zu sagen, das ist gar nicht so schlecht, wenn der noch so ein kleines bisschen fleckig ist. Sage ich euch das mal besser so. Weil die Uniformen in der Wüste ja auch sehr stark ausbleichen.
Dementsprechend kann das ruhig so bleiben. Da kommt ja auch nochmal eine Tusche hinterher drauf. Wir dreibraschen noch, das heißt also die höher gelegenen Teile werden noch ein bisschen heller durch das Dreibraschen mit einer entsprechenden Trockenbürsten, heißt es in Deutsch, mit einer entsprechenden helleren Farbe. Und deswegen, den würde ich definitiv auch so lassen. Den einmal grundierten, ja, ihr seht, so viel Unterschied zu dem anderen ist es nicht. Er ist ein bisschen heller. Das kann jetzt daher rühren, dass die Farbe vielleicht ein kleines bisschen dünner war, aber das ist hier in diesem Falle definitiv nicht so gewesen. Man sieht hier auch einen Unterschied, wenn man eine Figur nicht sauber grundiert, scheinen auch da leichte Effekte zu kommen, dass sich entsprechend die Grundierung nicht ganz so gut haftet. Wäre jetzt so meine Schlussfolgerung. Müsste man nochmal gegentesten, ob das immer so ist, aber ja, die Farbe kam ja aus einem Pott, deswegen kann die ja gar nicht unterschiedlich flüssig gewesen sein. Dementsprechend, ja, den würde ich auch nochmal nachgrundieren. Das heißt, die beiden Jungs hier bekommen eine zweite Schicht. Wie ihr seht, ein bisschen Vorarbeitshilfe, nicht Vorarbeitshilfe, ein bisschen mehr Arbeit in der Vorarbeit, sprich in der Grundierung, wirkt sich definitiv aus. Das sollte der Test im Grunde genommen zeigen. Man darf nicht die falsche Farbe nehmen, das heißt, helle Figuren sollten nicht dunkel grundiert werden. Das wollte ich damit im Grunde genommen darstellen. Wenn man relativ schlecht grundiert, wie man das ja sieht, das war ja nur einmal eben schnell mit dem Pinsel drüber, das sah zwar gleichmäßig aus, war aber nicht so gleichmäßig. Ich habe die andere Figur zweimal grundiert. Die nimmt die Farbe viel besser an. Also Grundierung ist echt ein Thema. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, mische ich mir nochmal die Farben an, grundiere nach und dann gehen wir gleich an die nächste Farbe. Alles klar, bis später. So, nach dem zweiten Durchgang, das heißt, den Offizier habe ich ja nach dem ersten Durchgang so gelassen. Nach dem zweiten Durchgang entsprechend ist der normale Soldat auch entsprechend deckend grundiert. Also die Grundfarbe der Uniform ist aufgetragen. Und die beiden deutschen Soldaten haben auch durch den zweiten Durchgang die entsprechende Deckung. Ja, als nächstes kann man sich im Grunde genommen aussuchen, mit welchen Details man fortführend weitermacht. Sinnig ist immer alles, was auch hinterher ein kleines bisschen ausgeglichen sein soll, beziehungsweise was durch das Trockenbürsten ja auch ein bisschen mit in Mitleidenschaft gezogen aussehen soll. Das kann man entsprechend jetzt direkt mit bemalen, dann muss man nicht alles einzeln trockenbürsten und dementsprechend würde ich jetzt als erstes mal mit den ganzen Taschen weitermachen. Sprich, die Deutschen haben hier so ein ganzes Paket an Taschen, was der Christa aufgeklebt hat, und die würde ich jetzt so nach und nach bemalen. Sprich, ich würde jetzt starten mit dem Canvas, das heißt, hier im unteren Bereich ist ja der Brotbeutel, den male ich in einer entsprechenden Farbe an. Und würde jetzt erstmal alles bemalen, was in dem Ton bemalt wird. Genau, das mache ich jetzt einfach und ja, holen wir mal die Farbe und dann zeige ich euch, wie ich vorgehe. So, habe jetzt wieder Tropfen Farbe in meinen Kronkorken gegeben, habe die mit Wasser verdünnt. Entsprechend werde ich das jetzt hier einfach mal auftragen. Mal schauen, dass ihr das vernünftig seht. Genau, das ist ja der Brotbeutel, um den es geht hier im Grunde genommen. Und den werde ich jetzt in der Farbe einfach mal anmalen. Genau, da das vor der Kamera immer ziemlich blöd ist, ich
Ich versuche das mal einfach so. Das ist halt nichts anderes. Das ist relativ flüssig wieder die Farbe. Dementsprechend muss man im Grunde genommen am Anfang auch nicht vorsichtig sein. Wo man halt vorsichtig sein sollte, ist natürlich, dass man die Uniform selber nicht mehr besaut. Aber auch das ist alles wieder im Nachgang zu fixen. Genau. Da hängt die Flasche vor, oben ist noch anderes Zeug. So. Schauen, ob man das sauber sehen kann. Entfernt, glaube ich, besser. Ich sollte den Pinsel mal aus dem Mund nehmen. Dann passiert das auch nicht, dass ihr mich nicht versteht. Genau, das lasse ich jetzt einfach trocknen. Mache das gleiche eben bei dem liegenden Schützen. Da wir hier ja das Brotbeutelchen ist, glaube ich, das einzige, was entsprechend in der Farbe angemalt wird, haben wir hier gar nicht so viel in der Farbe zu bemalen. Das lohnt sich natürlich eher, wenn man mehrere Figuren gleichzeitig macht. Man kann ein sogenanntes Batch Painting machen, das heißt, man nimmt sich 10 Figuren, grundiert die, macht die Grundfarbe drauf. Danach macht man bei jedem Figürchen hier entsprechend den Brotbeutel, dann die Ledersachen und so weiter. Das heißt, man hat immer eine gewisse Trocknungszeit ja auch bei den Farben, und wenn die Farbe im Grunde genommen durchgetrocknet ist, würde man, wenn man 10 Stück davon hat, im Grunde genommen hinten direkt weitermalen können. Das ist so meine Erfahrung, so 10 bis 12 Figuren, wenn man die gleichzeitig macht. Wenn man bei allen diese Tasche gemacht hat, ist die erste schon wieder trocken und dementsprechend kann man dann mit der nächsten Farbe anfangen. Was man natürlich auch immer machen kann, ist, wenn man jetzt nicht direkt die angrenzende Farbe hat, man hat weniger Figuren, macht man dann mit einer Farbe wie zum Beispiel das Schuhbraun weiter. Dann kann man auch da immer so ein bisschen zusehen, dass man die Bereiche, die halt noch trocknen müssen, außer Acht lässt und kann einfach auch da zügig voran weiterarbeiten. Genau. Das lasse ich jetzt trocknen. Schau mir mal an, was, da ich ja noch hier 2 britische Herren habe, was da weitergemacht werden kann. Was ich jetzt als nächstes mal machen werde, ist auf alle Fälle, ich werde alles machen, was braun zu malen ist. Das heißt, bei den Engländern haben wir bei den Offizieren braune Schuhe, bei den Soldaten schwarze Schuhe. Dementsprechend habe ich da schon eine Unterscheidung. Allerdings ist beim Soldaten, Junge, bleib stehen, zum Beispiel hier die Messerscheide in braun. Dementsprechend hat man immer irgendwie was Braunes zu bemalen an einer Figur. Das kann man an jeder jetzt erstmal durchziehen. Dementsprechend wird meine nächste Farbe, glaube ich, erstmal das Braun werden. Alles klar, dann würde ich sagen, ich mische mal Braun an und dann geht's weiter. So, wie gerade schon gesagt, der Offizier hat braune Schuhe. Dementsprechend kann man hier mit dem Braun einfach weiterarbeiten. So, jetzt ist mir was passiert. Ich habe nämlich in dem Bereich hier gerade etwas übergepinselt. Dann nimmt man einfach einen Pinsel mit Wasser und kann die Farbe einfach verdünnen, da wo sie nicht hin soll. Und die verdünnte Farbe kann man dann mit dem trockenen Pinsel, nachdem man den abgewaschen hat, einfach wieder aufnehmen. Das heißt, wenn man mal übermalt, ist das gar nicht so schlimm.
Man kann das relativ schnell wieder fixen. So. Das muss man natürlich dann im Nachgang etwas trocknen lassen. Aber das dürfte auch nicht das Thema sein. Dann mache ich hier bei dem Deutschen schon mal die Schuhe in der Zwischenzeit. Und so werde ich jetzt erstmal alle braunen Teile bemalen und dann zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist, wie es aussieht. Jetzt habe ich soweit die Farben aufgetragen, das heißt das Braun an alle Stellen, die sein müssen. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die Tasse auch in brauner Farbe ist, weil wir ja nicht zu viele von anderen Farben benutzen wollen. Versuche ich alles mit in eins zu machen. Was mir natürlich aufgefallen ist, ich habe hier natürlich jetzt einen Soldaten genommen, der ein Sikh ist. Dem wollte ich einen etwas dunkleren Hauston geben. Dementsprechend habe ich den mit dem gleichen Braunton grundiert, die Hautfarbe. Das wird sich gleich entsprechend durch das Drybrushen ergeben, dass da die Haut auch entsprechend heller wird. Da müssen wir dann halt nur sorgfältig die Drybrush-Technik einsetzen, die ich euch ja auch schon bei den Fahrzeugen gezeigt habe. Ansonsten habe ich bei den Deutschen entsprechend das Tragegeschirr braun gemalt, sämtliche Lederriemen, wo ich denke, es Lederriemen sind, und die Schuhe. Das heißt das Schokoladenbraun, und habe auch schon bei dem normalen englischen Soldaten die Schuhe mit dem German Grey bemalt und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, auch die Haut schon direkt, als ich mit dem einzelnen englischen Soldaten fertig war, auch die Haut bei den anderen 3 Figuren entsprechend mit dem Tan Flash von Army Painter bemalt. Genau. Als nächstes werde ich bei dem englischen Soldaten das Tragegeschirr malen, damit wir da auf dem gleichen Level sind zu den beiden Deutschen, damit wir nicht überall andere Schritte machen. Und ja, wenn das fertig ist, dann werde ich weitermachen mit den Helmen und den Metallteilen an den deutschen Figuren. Und ja, da würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal das Tragegeschirr machen und zeige euch dann das Ergebnis. So, jetzt habe ich die ganzen Khaki-Teile angemalt. Dementsprechend hier unten die Kamaschen, das Webbing. Wenn man manchmal nicht hundertprozentig trifft, wie man das hier zum Beispiel sieht, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann, das macht nichts. Wenn man hinterher mit der Tusche arbeitet, wird das alles überdeckt in den Vertiefungen. Ansonsten muss man hier und da auch schon mal ein kleines bisschen nacharbeiten. Genau, das passiert schon mal. Dementsprechend ist das ja kein Thema. Ja, als nächstes werde ich jetzt die Metallteile der Deutschen anmalen. Genau, sonst habe ich hier keine gelben Sachen mehr. Dementsprechend werde ich die beiden Engländer mal zur Seite tun und mich mit den Deutschen weiterhin beschäftigen. Dementsprechend schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, der nächste Step. Und der wird mit Uniforming Glaze gemacht. Das sind einmal die Socken von dem englischen Soldaten. Und sämtliche Holztöne werde ich auch in diesem Farbton machen. Einfach nur, weil das English Uniform, das ist dieses hier, und das German Camo Brown fast die gleiche Farbe sind. Das Camo Brown ist etwas dunkler, aber dadurch, dass wir hinterher die Holzteile so und so nochmal abdunkeln, ist das im Grunde genommen kein Problem. Man sieht das hier auch im Mischbehälter. Ich habe hier ein kleines bisschen von dem Camo Braun hingemacht und hier ein kleines bisschen von dem
uniform. Und wenn ich das vermische, seht ihr, das da reinziehe, das ist fast die gleiche Farbe. Das merkt ihr im Endeffekt überhaupt nicht. Deswegen könnt ihr da auch nur auf eine Farbe zurückgreifen. Dementsprechend, ja, werde ich das hier mal ordentlich durchmischen und dann werde ich loslegen. Wie gesagt, einmal hier mit den Socken und entsprechend hier mit den Gewehren, dass man entsprechend dort die Farben auf den Holzteilen haben. Des Weiteren ist einmal hier die Wasserflasche noch in einem Braunton, als auch das untere Teil der Wasserflaschen der Deutschen. Die werde ich dazu auch machen. Jetzt muss ich mal wieder meine Hand darunter halten, damit das besser zu sehen ist. Und ich sollte auch die Kamera treffen. So, genau. Dementsprechend haben wir dort auch das. Ja, auch hier werde ich die Gewehre dann entsprechend in den Braunton machen. Und ja, das war es dann schon im Großen und Ganzen. Genau, das werde ich jetzt machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und werden noch ein paar Restarbeiten machen, nämlich die Metalloberflächen, als auch bei den Deutschen zum Beispiel hier das Bajonett, was wir noch haben. Genau, das sind dann die letzten Sachen. Ja, danach geht es dann schon ans Drybrushen und an die Tusche. Beziehungsweise die Metallfarbenen machen wir nach dem Drybrushen. Genau, und dann kommt eigentlich nur noch Tusche. Und dann sind wir schon fertig mit den Figuren. Also auch kein Hexenwerk. So, jetzt habe ich dummerweise gerade gemerkt, dass die letzte Aufnahme nichts geworden ist. Dementsprechend wiederhole ich mich noch mal ein kleines bisschen. Wie ihr jetzt gerade seht, habe ich die Miniaturen soweit schon bemalt. Beim letzten Mal war ich ja kurz vorm Drybrushen, da hatte ich nur noch im Grunde genommen ein paar restliche Farben drauf zu machen. Das Drybrushen hatte ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt, deswegen mache ich das hier nicht nochmal. Das Einzige, was ich halt nach dem Drybrushen noch gemacht habe, ist die Metallfarbe aufzutragen. Das sieht man jetzt bei dem Offizier nicht so, da habe ich nur so ein paar Highlights gesetzt. Aber hier bei den Soldaten entsprechend natürlich die Metallteile, die gleich noch schön mit der dunklen Tusche abgedunkelt werden. Und hier sind ganz normal auch, nachdem ich die Grundfarben aufgetragen habe, habe ich hier einfach auch nur mit Dark Sand, womit ich die Briten bemalt habe, im Grunde genommen gedrybrushed. Das ist ja einen flachen Pinsel nehmen oder einen runden Make-up-Brush, oder das habe ich ja auch schon alles mal erklärt, und dementsprechend dann nochmal an einem Küchentuch schön abputzen, wie ihr das ja hier seht. Ich habe hier so ein Stück Stoff dafür, das ist ein bisschen rauer, da sieht man ein bisschen besser, wo man das abputzt, und dementsprechend, ja, haben wir das hier drüber gemacht. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt soweit gemacht habe. Jetzt kommen wir gleich dazu, die Tusche dran zu machen, und ja, dann sind wir schon fast mit den Miniaturen fertig. So, als nächstes habe ich mir hier von der Tusche ein paar Tropfen wieder in meinen Kronkorken gegeben, habe das ungefähr 2:1, also 2 Tropfen von der Tusche und 1 Tropfen Wasser immer verdünnt, damit das etwas mehr fließen kann. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ich nehme die Miniatur wieder. Es ist das gleiche im Grunde genommen, wie wir das schon bei den Fahrzeugen hatten, und ziehe komplett einmal wieder diesen Softton über die Miniatur. Am besten wird man das sehen hier bei dem Offizier. Da nehme ich einfach entsprechend das Männchen und streiche einfach die komplette Figur ein. Wie man sieht, die dunkelt dann im Ganzen noch etwas nach, so dass das etwas mehr nach
der Wüstenuniform auch aussieht. Ich nehme mal besser einen größeren Pinsel. Dann geht das viel einfacher. Wenn man etwas zu viel davon drauf hat, einfach nochmal mit dem Pinsel drüber tupfen, vor allem da, wo sich Pfützen bilden, um mit dem Pinsel die Farbe entsprechend wieder, seht ihr gerade hier, da ist eine riesengroße Pfütze. Wenn ich da mit dem Pinsel reingehe, zup, nehme ich ganz einfach die Pfützen wieder weg, weil ich möchte einfach nur die Vertiefungen etwas verdunkeln und nicht riesengroße Flecken erzeugen. Das sieht dann auch ziemlich hässlich aus. So. Soweit sieht das schon ganz gut aus. Wenn man das mal neben die andere Figur hält hier, ja, sollte vielleicht auch mal die Figur so halten, dass ihr es seht, sieht man, dass sich da schon einiges getan hat. So, ich mache das einfach mit allen Figuren und wenn die trocken sind, dann seht ihr das Ergebnis. Der Softton ist jetzt soweit getrocknet. Habe ich jetzt einfach mal über Nacht trocknen lassen. Dementsprechend ja, sehen schon die Vertiefungen und Schattierungen soweit gut aus. Was mir immer nicht gefällt, ist, dass die Waffen nicht so wirklich abgedunkelt werden. Die werden meines Erachtens dadurch viel zu hell gelassen. Und dementsprechend dunkel ich gleich die Waffen noch durch Darktone ab und dadurch haben wir dann einen leicht anderen Effekt. Ich muss mal wieder meine Hand da ein bisschen besser drunter halten. So. Die Waffen sehen mir dann immer noch zu neu aus und auch die Metallflächen viel zu blank. Genau. Wenn man das Darktone einsetzt oder den Darktone oder ach was ever, dann sieht das Metall auch so ein bisschen brüniert aus. Das gefällt mir immer gut. Und ja, danach bleibt uns eigentlich nur noch den Klarlack aufzutragen und die Base-Gestaltung zu machen. Ja, das ist eigentlich dann die komplette Magie. Also kein Hexenwerk. Dann würde ich sagen, sehe ich mal zu, dass ich den Darktone auf die Figur kriege. Und ja, da müsst ihr natürlich nur ein bisschen vorsichtig vorgehen, damit ihr den Darktone auch nur partiell auftragt. Da vielleicht etwas kleineren Pinsel wäre da dann etwas mehr ratsam. Genau. Das ist eigentlich alles, was wir jetzt noch tun müssen. Muss auch gar nicht viel sein. Ich trage den auch unverdünnt aus. Ich habe jetzt einfach hier ja, einen etwas größeren Tropfen in den Getränkedeckel gemacht. Normal habe ich aufgetragen mit einem 04er oder 06er. In diesem Fall würde ich jetzt auf einen ganz normalen Zweierpinsel zurückgreifen. Wenn ihr nicht so viele Pinsel habt am Anfang, ne, das macht gar nichts. Eigentlich reichen 2 Pinsel. Einmal einen vernünftigen Pinsel, Rundpinsel, den ihr zum Grundieren, also zu den Grundfarben benutzen könnt. Und ein etwas größerer Pinsel zum Grundieren und um die Hauptfarbe aufzutragen. Das reicht am Anfang eigentlich vollkommen, weil ihr ja gesehen habt, großflächig Tinte auftragen kann man auch mit diesem hier. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ich habe natürlich einen ganzen Stall voll Pinsel. Ich habe gerade gesehen, den habe ich gestern nicht sauber gemacht, vernünftig. Naja, ist und so mein Klebepinsel, deswegen ist egal. Genau. Viel rumgeschwafelt. Jetzt kommt Aktion. Genau. So, stelle ich mal die Figuren so ein bisschen zur Seite. Und am besten sieht man das hier jetzt an dem dicken Gewehr, hätte ich fast gesagt. Das ist ja die Anti-Tank-Rifle. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, die Holzteile mache ich mit. Was ich jetzt nicht mitmache, das ist hier
die Munitionskiste. Diese Anti-Tank-Rifle hatte ja 2 verschiedene Munitionskisten auf beiden Seiten mit je 10 Schuss von einer relativ großen Patrone, die allerdings nur 8 mm Kaliber hatte, aber entsprechend sehr viel Geschwindigkeit, und dadurch konnte man bis zu 30 mm Panzerung durchschlagen. Aber das hat natürlich nicht lange gehalten, dass das gut war und funktionierte. Dementsprechend mussten die sich ein bisschen was anders einfallen lassen. Im Nachhinein sind diese Waffen auch umgebaut worden, habe ich erfahren beim Recherchieren, zu mehr oder weniger so eine Art Explosivwaffe. Das heißt, die Waffe selber wurde nur noch als Schuss, als Köcher praktisch benutzt. Das war so ähnlich wie diese Granatköcher, die auf die Mauser aufgeschraubt worden sind. Dementsprechend gibt es kaum noch Originale von diesen Anti-Tank-Rifles, weil die meisten im Feld umgebaut worden sind damals. Es hat zum Russland-Feldzug wohl knappe 25.000 Stück davon gegeben, und wie gesagt, davon sind ganz, ganz wenige nur noch über. Wenn es keine Replik ist, natürlich. Ich weiß gar nicht, ob davon Repliken hergestellt werden. Ja, ich mache das jetzt einfach mal fertig und dann seht ihr nachher die getrocknete Variante, weil es immer nicht ganz so einfach ist, das in der Kamera zu machen. Genau. Jetzt habt ihr aber schon mal so einen ersten Eindruck. Das Glänzende verschwindet so ein bisschen. Wenn es getrocknet ist, sieht es noch besser aus. Im Moment glänzt es noch durch die Feuchtigkeit, aber hinterher sieht das richtig matt aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem fertigen Ergebnis. So, jetzt ist das soweit getrocknet, und wie ihr seht, schon sieht die Waffe etwas besser aus, nicht mehr so strahlend glänzend. Genau, das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Und wie gesagt, hier die Munitionskästen versuche ich natürlich so ein bisschen so zu lassen, wie sie sind. Die waren im Originalen, glaube ich, dunkelgrau, aber ich gehe davon aus, ich habe jetzt keine Variante vom Afrika Korps gesehen, aber da gehe ich davon aus, da die meisten Sachen in dem gelben Ton, in diesem Ockergelb bemalt waren. An Metallteilen habe ich die auch einfach mal in der Farbe lackiert. Genau. Die restlichen Figuren sind auch entsprechend. Oh, ich sehe gerade, das Magazin habe ich noch vergessen, das werde ich gleich noch schnell nachholen. Ja, also würde sagen, das passt soweit. Flecken sind auch nicht großartig zu sehen. Und wenn mal hier und da, wie zum Beispiel hier auf der Hose, so ein bisschen dunklere Schattierungen sind, das macht ja auch gar nichts. Die Kameraden sind ja auch im Einsatz, dementsprechend funktioniert das ganz gut. Ja, hier, der Offizier steht natürlich gelangweilt daneben, hätte ich fast gesagt. Aber wie ihr seht, im Grunde genommen eine Grundierung und ein bisschen Tusche und schon sieht das gar nicht so schlecht aus. Kann man also schon aufs Spielfeld stellen. Ja, dann werde ich zusehen, dass ich die Figuren jetzt gleich noch matt lacke. Das werde ich nicht mehr großartig thematisieren. Das habt ihr ja schon bei den Fahrzeugen gesehen. Und ansonsten einfach nur Mattlack nehmen, 1:1 verdünnen und aufziehen. Lieber 2 dünne Schichten, anstatt eine, Autofokus, nicht im Abhauen. Anstatt zu viele dicke Schichten oder eine dicke, sagen wir es mal so. Das kann dann auch schon mal nicht so schön sein. Ja, dann würde ich sagen, ich lackiere die Figuren, dann gehen wir ans Bases machen und dann sind wir auch schon mit dem Tutorial, mit dem Bemalhinweisen fertig. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Das ist jetzt mal die ganze Truppe, die ich bemalt habe für den Chris, und die wollen jetzt alle ein bisschen Base-Gestaltung haben. Dementsprechend benutze ich, wo habe ich ihn hingestellt? Hier so ein bisschen Weißlein
Ich benutze immer wasserfesten Weißleim, dann haben wir später eine bessere Haftung. Und der Einfachheit halber habe ich mir irgendwann mal einfachen Vogelsand gekauft. Da sind größere Ströcke und kleine drin. Und den klebe ich im Grunde genommen da drauf. Um noch ein bisschen mehr Struktur zu bekommen, habe ich irgendwo noch eine Packung Steinchen. Hier. Die brechen das Ganze so ein bisschen auf. Und um dann letztendlich noch ein bisschen Interesse zu wecken auf der ganzen Geschichte, habe ich hier noch 3 verschiedene Sorten mit Tufts, mit Grasbüscheln. Die klebe ich dann zum Schluss auch noch oben drauf. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie macht man die Base? Man kann natürlich die Sandfarbe einfach lassen, ist ja Wüste. Man kann die Sache auch einfärben in einem Ocker und dann nochmal trocken bürsten. Da seid ihr selber gefordert, wie ihr das macht. Ich werde euch jetzt einfach die einfachste Variante zeigen. Wir machen Leim auf die Base, danach setze ich ein paar Steinchen, dann kommt der Sand und danach kleben wir noch ein paar Grasbüschel oben drauf. Das war's. Alles in allem dauert das nicht sehr lange. Ihr müsst nur aufpassen beim Bekleben bzw. beim Befüllen der Base mit dem Weißleim, dass ihr die Figur nicht zu sehr besaut. Tipp von mir, immer vorher schon vielleicht den Klarlack auftragen, dann kann man zur Not ein bisschen mit Wasser nacharbeiten, dass, falls man doch mal irgendwo drankommt, entsprechend den Leim wieder abbekommt. Sollte man nicht zu lange drauf lassen, weil das gibt nämlich keine schönen Flecken. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich bereite das mal so ein bisschen vor. Ich habe dann immer so einen etwas älteren Pinsel. Das ist einfach aus so einem Schulset, aus einem Discounter. Ein kleiner Pinsel, damit ihr mal so ein bisschen seht, wie groß der ist. Das ist ein relativ kleiner Borstenpinsel, damit man hier auch entsprechend mal zwischen Beine kommt und den Leim auftragen kann. Genau. Nichts, was wertvoll ist, was man auch austauschen kann, falls man den mal nicht sauber auswäscht. Hier im oberen Bereich sieht man ja auch, da sind sogar noch Leimreste drin. Aber er funktioniert immer noch, solange es geht. Benutze ich ihn auch. Genau. Ansonsten einfach mit Wasser auswaschen, das hilft. Wichtig ist natürlich, gerade wenn ihr wasserfesten Weißleim benutzt, ja, nicht zu lange liegen lassen, sonst könnt ihr ihn nämlich direkt wegschmeißen. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe in die Vorbereitung und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir hier so ein paar von den Felsen rausgesucht. Ein kleines bisschen Weißleim hier reingemacht. Ihr könnt den, damit der besser fließt, auch gerne noch verdünnen. Ich mache das jetzt mal ohne Verdünnen, einfach aus dem Pott. Ihr könnt den auch theoretisch direkt mit der Spritze oben drauf machen. Ja, ich mache das immer in den Deckel, dementsprechend habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Ansonsten habe ich hier den Sand noch vorbereitet. Das heißt, da tauche ich nachher einfach die Base ein und schüttel den überschüssigen Sand ab. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Genau, das mache ich jetzt einfach mal hier exemplarisch an den beiden Miniaturen, die hier stehen, ab. Jupp. Den ollen Pinsel, den stelle ich auch meistens einfach ins Wasser und fertig. Ja, jetzt habe ich natürlich hier den Weißleim drauf und schmeiße hier einfach zur Auflockerung so einen ollen Felsen drauf. Muss natürlich aufpassen, dass er nicht stolpert. Und was ich jetzt mache, ist einfach, zack, Glas, einmal, wie ihr seht, die Base einfach untertauchen, Miniatur rausnehmen und einfach mit einem Pinsel von unten dagegen hauen. Das ist das ganze Geheimnis. Dann gehe ich meistens nochmal hier mit dem Finger über den Base-Rücken,
und über die Basekante, damit da kein Sand dran hängen bleibt. Und wie ihr seht, fertig. Genau, jetzt müsst ihr euch natürlich entscheiden, ob ihr die Base noch entsprechend bemalt, wie ich das hier bei dieser Figur gemacht habe. Die ist auch nur grob basiert, das heißt, da werde ich auch noch mal Leim drauf machen, weil man ja schon noch hier die Grundbasis von der Zinnfigur sieht. Dementsprechend ja, werde ich da auf alle Fälle noch ein bisschen nacharbeiten. Bei den Zinnfiguren, dadurch, dass die immer so eine große Basis haben, empfiehlt es sich allerdings auch zum Großteil das dran zu lassen. Es gibt Leute, die knipsen die zum Großteil weg, aber die Zinnfiguren haben dann das Problem, dass sie nicht sehr gut auf diesen Bases halten. Die fallen dann auch ganz gerne schon mal wieder ab. Dementsprechend versucht in irgendeiner Weise die Dinger mitzuverarbeiten und die dann lieber hinterher zu kaschieren. Habt ihr mehr Freude dran, als wenn die runterfallen und die ganze Figur auch noch abbricht und die Base kaputt geht. Das nur mal so am Rande. Ja, das gleiche mache ich jetzt hier mit dem deutschen Soldaten und zeige euch jetzt im Grunde genommen auch noch mal kurz, dass man der Einfachheit halber natürlich auch direkt das Zeug hier drauf machen kann. Dabei natürlich aufpassen, wenn der Leim die Fäden zieht, dass ihr nicht irgendwo dran kommt. Und dann einfach verteilen. So. Pinsel auswaschen. Ja, Tour reinstecken. Fertig. Genau. So mache ich das mit den restlichen jetzt auch. Und dann sehen wir uns wieder. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn man hier sieht, ist der feine Sand, der klebt auch schon mal gerne an den Figuren. Einfach einen ollen Pinsel nehmen und einfach ein bisschen wegwischen. Das tut der Miniatur nicht weh, vor allem wenn ihr die schon entsprechend grundiert habt. Und dann habt ihr hinterher auch keine Probleme damit. Hinterher sollte man die Base noch versiegeln. Das kann man mit Klarlack machen, mit dem gleichen, den ihr auch hier benutzt habt. Oder man kann natürlich einfach verdünnte Farbe nehmen und reinlaufen lassen. Dementsprechend würde die Farbe dann das alles ein bisschen fixieren. Genau. Ja, das war's schon. Nachdem die Figuren jetzt getrocknet sind, seht ihr, sieht das ja schon gar nicht so schlecht aus. Ja, ist jetzt euch überlassen, ob er da noch Farbe drüber macht oder nicht. Ich würde jetzt im Grunde genommen so lassen. Hier habe ich auch schon ein Grasbüschel einfach mal drauf geklebt. Dementsprechend, ja, macht er jetzt noch die Farbe eurer Wahl einmal um den Baserand, damit der nicht mehr so komisch aussieht. Das macht man dann immer ganz ja, individuell, je nachdem, was man machen möchte. Manche möchten auch irgendwelche Figuren mit einem speziellen Rand darstellen, wie zum Beispiel den NCO, damit er sich farblich absetzt. Da seid ihr ganz frei. Dementsprechend würde ich das Tutorial jetzt hier auch beenden und würde euch viel Erfolg bei eurem eigenen Projekt wünschen, damit ihr schön vorankommt und ein bisschen Farbe aufs Spielfeld bringt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Geduld, die ihr mit mir hattet. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!